Dass wir wenigstens Loot haben können. Blinder Schabrackenbesen. So. Geld. Brief von Doris Fletcher Doris Fletchers Schauspielschule. So, Doris Fletcher. Scheiße, ich habe so nicht geguckt, wie die alte hieß. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Ach, sie war es nicht, Doris Fletcher. Von Doris Fletcher geht's aus. Ah. Jetzt ist die Tür zur Hauptstraße offen. Oh, eine große Bestie in der Seitengasse auf einmal. Warum? Gib her. Ist nie. Da ist was. So. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. So was Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Waren die Blutspuren schon vorher da? Tatsache. Dieser rote Balken verhindert die Selbstheilung. Also sollte ich dieses Toxin in irgendeiner Form so gut es geht meiden. Was ist denn hier los? Lady Ashbury. Neuer Dialog verfügbar. Okay, dann werden wir doch gleich mal mit ihr wieder quatschen gehen. Hoffen wir mal, dass es nicht zu lange dauert. Nee, das war Rennen. Boah, bei jedem Spiel ist ein anderer Knopf fürs Rennen zuständig. So. Wie sieht denn eigentlich der allgemeine Zustand aus, da das Spiel das letzte Mal schon wieder abgeschmiert war? Hier ist niemand krank geworden. Ihr werdet alle noch leiden. Leiden. So, wo auch immer du Honky Tonk nochmal warst, Pech gehabt. So, tot. Ja, das durch Kämpfe töten wird mir zum Glück nicht so angelastet, ne? Es wäre schon geil, wenn es eine Anzeige gäbe, ob man mehr zur guten oder zur bösen, also ob man mehr zur guten oder zur Monsterseite tendiert. Haben wir Bolzen gekriegt? Nein. Ach, Nieten, Bolzen. Ach, ich sehe da jetzt gerade keinen Unterschied drin. Warum auch? Jede Menge Klimbim wieder. Gerade. Wir gehen zu Lady Ashbury. Ashbury. Whatever. Die Lady, die wir für uns gewinnen wollen. Oh, moin. Almost forgot what it feels like. We meet again, Mr. Kimura. In a more peaceful situation. Dr. Reed. Still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. Du bist gesund. Aha. Na gut.
How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. Was machen Sie beruflich? May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. Aha. Hinweis. Was für ein Hinweis. Tadao ist ein reicher Grundherr, der nostalgisch an seiner Heimatstadt zurückdenkt. Erzählen Sie mir von Ihrer Entführung. What can you tell me about your abduction? If you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. Wieso hat er sie nicht sofort geopfert? Was hat er über die Stimmen erzählt? Ne, erstmal das hier. And why didn't he sacrifice you? That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. I've never heard of such an astronomical term. Aha, du warst also Teil des Blutopfers. Tadao wurde von einem Vampir gefangen genommen, der dessen Leidenschaft für Astronomie entdeckte. Was hat er über die Stimmen erzählt? What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. Ich als jemand, der aus Erfahrung sprechen kann, ja, die Stimme, schrägstrich die Stimmen, wenn man so viel Pech hat wie ich, und davon gibt es einige, können sehr, sehr, sehr einflussreich sein. Dann muss man nur beten, dass man genug eigene Willenskraft hat, dem ganzen Scheiß zu widerstehen. Ansonsten, ja, endet man dann als Nachrichtenmeldung in den Geschichtsbüchern der Menschen und im Knast. Oder man ist tot, je nachdem wie die Bullen drauf sind. Why are you so nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money, I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Was ist mit Ihrer Familie? Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now you're ready to go back and see them. Details, Details, But don't be Details. surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your warning in mind. Tadao hat seine Familie verlassen und seinen Sohn seit Jahren nicht gesehen. Hast du überhaupt keine Freunde? Ach, jetzt duzen wir uns schon. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then. But I stopped laughing long ago. Werden sie sich wirklich ändern? Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. So I've sieht's seen aus. what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. Nichts zu danken. Ja, folgen Sie meinem Beispiel. Ich bin kein guter Samariter.
There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary, though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in danger to save me. That's quite extraordinary. How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Maybe I should join them. Ob das jetzt so gut war? Nach allem, was ihm widerfuhr, entschloss sich Tadao, Vampire zu bekämpfen. Na super. Ein Entführer interessiert sich für Astronomie? Tell me, Tadao, why was your abductor so interested in your passion for astronomy? I don't know. We met a few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my hobby. Then he invited me to his house and locked me in. Astronomie ist faszinierend. War es ein Trick, um ihnen näher zu kommen? Yes, astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and I. We spent many a pleasant evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. They remind us how insignificant we are. You're right. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the power to protect us. Protection by the light of the stars. That's sweet. You remember the name of these constellations? Es mag vielleicht viele schockieren und das Weltbild jetzt von ein paar Leuten zerstören, aber die Sterne da am Himmel sind keine Sonnen, ne, sondern quasi explodierte Planeten. Also sind die Sterne da oben eigentlich, pingelig ausgesprochen, eigentlich ein Sinnbild für den Tod. Ja, das heißt, der Nachthimmel ist eigentlich ein verdammt totes Bild. Pegasus, das Sternbild meiner Mutter. Drache, mein Sternenbild. Schwan, das Sternbild meiner Schwester. Okay, ich bin verwirrt. Pegasus. It was the constellation my mother liked the most. Memory's a strange thing. I can recite without hesitation the names of the 88 constellations. Yet I barely remember my own childhood. Did he fake his interest? Hat schon mal nicht geschadet, die Antwort. No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars aligned to a specific configuration. So, gut, hatten wir ja schon. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Mal sehen, ob wir uns wiedersehen als London has brought Gegner. so much pain. So, dann einmal durchrennen. Mal sehen, was die Lady von uns will. Ich bin eine Lady. Ich mache Lady-Sachen. Oh, ich habe zu viele Little Britain geguckt, verdammt. You're my heart, you're my soul. Gibt's hier irgendwas mitzunehmen? Hashtag Gönnung. Oh, da liegt Geld. Nee, Dracula. Bram Stoker. Oh, gut, okay, dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich nicht das Jahr kenne, als es erschienen ist.
Für die inspirierende Lady Ashbury. Es gibt Lichter im Leben, aber es gibt auch Schatten. Sie sind eines von den Lichtern. Bram Stoker. 4. August 1897. Ich musste ihm jetzt einfach mal glauben, dass sie dieses Detail der Geschichte nicht geändert haben. Für die inspirierende Lady. Aha. So wollte es also drehen. Ja, ist ja okay. Ist ja nicht so schlimm. It's locked, Es all ranken right. sich so viele Mythen und Legenden um Bram Stoker und sein Buch. Schon alleine um das eine Buch. Also von daher sei es so, wie es ist. So. Good evening, Jonathan. How are you? I'm still investigating from inside the Ascalon Club. Can we talk?